Schaut euch das an. Il y a de ma fat. Mafat, c'est où? Ça, c'est ça. Mais c'est là. Là, en bas, là. Oh, c'est beau, c'est beau. Schwere Wanderung, sehr gute Kondition erforderlich, gute Trittsicherheit, festes Schuhwerk, alpine Erfahrung notwendig. Schlapper Fuß, sehr technisch schwieriges, gefährliches Gelände, spezielle Ausrüstung, Vorkenntnisse sind unbedingt erforderlich. Ich hoffe, ich kann schlafen. Nee, ich bin schon ganz nervös. So, es fängt auch noch an zu regnen. Jetzt wird's haarig. Let me tell you a story. Heute ging es noch früher raus. Oh, 4:45. Geduscht, alles gepackt, Porridge gegessen, Vesper gemacht. Jetzt muss ich raus, 5:30. Auf zu Maido. Die Stadt liegt noch im Dunkeln. So fuhren wir mit dem Sonnenaufgang in Richtung unseres Zielorts. Und ich freute mich, denn es sollte ja offensichtlich ein sehr sonniger Tag werden. Ausgangspunkt war der Parkplatz bei Maido auf einer Höhe von rund 2200 Metern. Die Gruppe bestand aus 8 Personen, ehemalige Arbeitskollegen von Claudine, der Frau von Jannik. Geplant war die Wanderung vom Maido zum Grand Benard. 1500 Höhenmeter Unterschied und dazu noch 17 Kilometer Strecke. Und nach einigen Verwirrungen wegen des Wegs, mangels Schildern, ging es dann auch endlich richtig los. Wow! De l'autre côté, dans l'est. Sinon, voilà, il y a le col de Bœuf. Sinon, où on était ce matin, il y avait des jeunes. Là, Ah oui, là oui, on oui. descend directement. On descend directement sur Rosplat en bas. Da hinten fliegt der Helikopter weg, weil es gibt hier nämlich keine Straßen. Die werden tatsächlich versorgt, einfach nur über die Helikopter. La roche écrite, et puis le ciment d'Ef, Okay. la roche le ciment d'Ef, et ça c'est le col des Bœufs là-bas, le col des Bœufs. Ja, es ist einfach der Hammer, in so einer Landschaft zu laufen. Das ist wirklich ein Privileg. Es ist unglaublich. Ja, dann mal weitergehen. Saint-Gilles, c'est là-bas, non? Là. Et voilà, le Grand Bénard, Là-bas. il est à côté là. Da geht's weiter. Das da hinten ist die Spitze. Also ich bin so begeistert. Ich bin komplett wieder geflasht. Es wird wahrscheinlich gar nicht so rauskommen, wie es hier ausschaut. Das ist so majestätisch. Also sowas. Was für ein Privileg, hier sein zu dürfen, hier leben zu können. Ganz ehrlich, sowas habe ich noch nie gesehen. Ein Teil der Gruppe geht los, geht vor, ein Teil ist zurück. Und dann wartet man manchmal, trifft sich bei irgendwelchen Aussichtspunkten und dann geht's weiter. Insofern ist der Marsch auch bisher sehr, sehr entspannt. Und ich habe mich kurz mit der einen Dame unterhalten und habe gesagt, dass ich Schiss hatte, weil es im Internet eben heißt, hier ist sehr gefährlich und man braucht. Dann hat sie gesagt, und warum ist das so? Weil es Idioten sind, die das schreiben. Ich musste dann echt lachen.
ist auch noch frisch von der Temperatur. Also vorher hatte es 18 Grad. Und ich glaube arg viel mehr als jetzt auch nicht. Noch nicht. Da sind wir rübergekommen. Ich hoffe nicht, dass es langweilig wird. Ich werde wieder viel zu viele Bilder haben und alles zusammenschneiden. Und da geht es weiter, bis da hinten auf die Spitze. Und da hat man natürlich dann den Blick noch auf die ganzen anderen Seiten. Man hört hier auch wahrscheinlich jetzt nicht nur den Hubschrauber, sondern auch die ganzen Kaskaden, die Flüsse, die hier runterfließen. Und ich bin lieber immer vorsichtiger, weil direkt hier so einen Meter geht es dann direkt steil runter und das packe ich nicht. Oh, s'il te plaît, pardon. So, da geht's weiter. 3 Stunden, sagen sie. Ich glaube, ich hatte 4 Stunden geschlafen oder so, weil ich dann immer wieder aufgewacht bin und gedacht habe, oh Scheiße, hoffentlich schaffe ich das überhaupt. Aber, also nee. Im Moment fühle ich mich noch wie ein junger Hund, der vor und zurückläuft. Macht mir noch gar nichts. Und ja, einfach weitergehen. Ja, hier geht's immer weiter. Mein Gott, habe ich eine Panik geschoben letzte Nacht, als ich das noch gelesen hatte. Je fais comme si je suis en forme là. Une petite beauté avant. Also ich habe es natürlich nicht lesen können, nur irgendwie Biodiversität oder sowas. Aber da war jetzt gerade dann auch tatsächlich ein kleines Brückchen mit so Bürsten, wo man dann seine Schuhe abgerieben hat, dass wir nicht irgendwelche Sachen von außen hier reintragen, Samen und irgendwelches Zeug, das dann hier auch wächst. Ja, und so läuft man hier an der Kante entlang. Ich muss jetzt besser auf den Boden gucken, anstatt auf mich. Aber das ist schon großes Kino hier. Und alle paar Meter ein Aussichtspunkt. Schaut euch an. Das ist nicht unglaublich. Und während wir uns alle nicht satt sehen konnten an der grandiosen Natur, kroch langsam, aber sicher der Nebel aus den Tälern.
kommt jetzt echt Wind auf und der ist frisch. Da sprechen die von eisigem Wind. Glacé. Ja, wieder bei der Eiskönigin. Nee. Ich finde es kaum angenehm. Und an diesen Stellen kam mir immer wieder in den Sinn, dass in Deutschland wahrscheinlich meterhohe Zäune stehen würden. Denn wenn irgendwas passiert, verklagt man dann das Land, die Stadt, den Bezirk, wen auch immer. Da sind die hier noch etwas anders. Und es sind dann immer wieder praktisch diese Brüche. Wir sind jetzt wieder einen hoch. Jetzt geht es gerade, dann geht es wieder runter und dann geht es wieder rauf. Also wie das dann von außen immer weiter geschoben hat. Die Gewalt der Natur. Von hier sieht es aus, als ob es gerade hochgehen würde, aber da geht es wieder runter. Und ich glaube, es sind noch 3 solche Vorsprünge. Und dann sind wir am Ziel. Der Wind ist hier auch wieder weg. Es war nur da weiter unten. Vielleicht bin ich ein Spinner, das mag schon sein, aber manchmal denke ich wirklich, dass die Energie hier von dem ganzen Vulkanismus einfach kraftvoll ist, positiv und die Leute vielleicht auch deshalb einerseits kräftig sind, andererseits aber auch sehr soft. Ich meine, wenn du in so einer urgewaltigen Landschaft lebst, dann wird vielleicht auch das ein oder andere im Endeffekt dann auch irgendwann nicht mehr so wichtig. Hier sagen sie jetzt noch 1 Stunde, aber mei, ich kann es kaum glauben, aber wenn es so ist, dann ist es so. Und es gibt auch überall diese Bruchkanten, wo es dann halt immer mal wieder die Felsstürze gibt. Und das hier wird auch so ein Ding, was irgendwann abrutschen wird. Aber hier braucht alles seine Zeit. Mann, es ist so geil. Es ist so krass, wie es sich zieht. Also, ja, also ich bin nicht fertig oder so, aber ich merke es jetzt schon auch. Und ich glaube, es sind trotzdem noch mal 2 Kilometer und da wird es auch noch mal einmal oder zweimal runtergehen. Das sieht man nicht, wenn du unten stehst und denkst, oh ja, moderater Anstieg und dann geht es immer weiter. Vielleicht kommen wir zu spät. Der Nebel zieht zu. Mal gucken. Batterie ist aber auch niedrig. Ich muss aufhören zu filmen. Wieder viel zu viel Material. Ja, man kann dem Nebel, den Wolken nicht wegrennen. Quatsch. Der Janik ist jetzt so ungefähr, keine Ahnung, 100 Meter vor mir. Die anderen sind weit hinter uns. Weil wir vorhin gesagt haben, wir geben jetzt mal ein bisschen Gas. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Aber egal, wir werden sehen. Wir haben es geschafft. 2899 Meter. Machine et moi. Machine et moi. Oui. C'est bien. Wir haben es geschafft. Ja. Aber man sieht nichts. Also wir warten auf die anderen zum Festspannen. Und gefährlich wird es dann in dem Moment, wenn du müde bist, wenn du hier hochgehst und überall diese Steine sind, dass man sich verknickt. Und Janik sagt gerade, wenn es regnet und wenn halt hier oben wirklich alles zugezogen ist, dann siehst du die Hand vor Augen nicht. Und dann ist es natürlich schon gefährlich. Aber wir hatten jetzt Glück. Jetzt sehen wir das Ende nicht nach Silaus runter, aber c'est la vie. Und so gibt es natürlich auch noch die obligatorischen Gipfelfotos für die anderen. Aber es reißt hier nicht mehr auf. Das glaube ich nicht.
Man sieht es im Hintergrund, es ist alles zugezogen. Ja, wir haben dann doch noch auf einige gewartet, sind dann noch so eingetröpfelt. Das heißt, jetzt ist es 1, waren jetzt fast 1,5 Stunden hier oben. Ist eigentlich für mich schon zu lang, muss ich echt sagen, weil dann wird man auch kalt und dann spürt man danach, also ich jedenfalls, dann auch die Knochen. Und insofern bin ich jetzt froh, wenn es weitergeht. So, mein Akku verabschiedet sich jetzt demnächst. Wir laufen runter. Man sieht nicht mehr sehr viel, wie ihr im Hintergrund seht. Ist auch frisch geworden, der Wind ist kühl. Also ich bin auf jeden Fall ein Schönwetterläufer, weil eigentlich zu warm gibt es so aktuell bisher jedenfalls noch nicht für mich. Ich habe jetzt schon die Windjacke an vom Janik, worüber ich sehr dankbar bin, weil sonst wäre es mir echt kalt, vor allem auch, weil wir so lange gesessen sind. Und ja, insofern weiß ich nicht, ob ich noch viele Bilder machen werde. Vielleicht ganz am Ende nochmal, falls man da noch aus dem Handy was rausziehen kann. Aber jetzt geht's erstmal runter. Bis dann. So, es fängt auch noch an zu regnen. Jetzt wird's haarig. Weil man sieht nichts, es regnet auch. Aber jetzt bin ich wieder so im Tritt, wie ich vorher war, vor der für mich viel zu langen Pause. Und insofern, ja, läuft auch meine Maschine jetzt. Und es ist einfach cool in der Natur. Und die Batterie ist immer noch nicht leer. Oh Wunder. Und wie wir so dem Wetter trotzten und immer weiter abstiegen, kamen wir an eine Wegkreuzung und entschieden, nicht direkt zurückzugehen in 1 Stunde 50, sondern noch den Umweg zu nehmen über La Glacière, um damit dann nochmal 3 Kilometer drauf zu packen und ungefähr 1,5 bis 3/4 Stunde Wegstrecke. So. Okay. C'est là que les esclaves prenaient de la glace pour Madame des Bassins. Et ils allaient chercher de l'eau Ils cherchaient de pour l'eau ramener l'eau au fond là-bas. pour que ça forme dessus un petit truc de glace comme ça. C'était pas tout glacé, c'était dessus. Et voilà. Bon, ben il y a longtemps qu'on n'est pas venu là, que je l'existais. Enfin moi, on a fait 3 fois, 2 fois, ma fille fait 2 fois, ma fille fait Es waren die Sklaven der Madame de Boissier, die hier das gefrorene Wasser in dünnen Platten zu je 25 Kilo erst in den Eisbunkern lagerten und dann im Wege eines Staffellaufs über 60 Kilometer herunterbrachten an die Küste, um dort dann verarbeitet zu werden. Und dies waren dann die letzten Aufnahmen, bevor mein Handy endgültig den Geist aufgab. Janik und ich liefen los, um dann relativ zügig mit schnellem Schritt und teilweise Joggen wieder zum Parkplatz zurückzukehren. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist die Solidarität, die die Menschen hier leben. Das heißt, der Organisator und eine Dame hatten schon vorher abgebrochen und hatten mehrere Stunden dort gewartet. Da käme niemand auf die Idee, zurückzufahren und zu sagen, ist mir doch wurscht. So haben wir dann auch noch gewartet, bis die anderen kamen, nach vielleicht einer Dreiviertelstunde. Es gab ein großes Hallo, ein Abklatschen und dann gab es noch einen kleinen Snack und was zu trinken. Und Janik sagte es nochmal auf der Rückfahrt. Du gehst als Gruppe los, du wartest, du gehst als Gruppe wieder nach Hause und das ist die Solidarität, die hier gelebt wird.